Ich liebe Barcelona! Denn diese Stadt ist lebensfroh, cool und aufregend. Und sie ist eine Metropole mit Meer. In Barcelona gibt es immer irgendeinen Grund zu feiern. und zu staunen, denn sie ist Die Stadt von Gaudí. Ich habe eine Mission. Ich habe ja als Kind hier mal ein paar Jahre gelebt und jetzt möchte ich mein Barcelona wieder entdecken. Also nicht das, wo alle sind, sondern das echte Barcelona. Und zwar auf einer Reise, die 4 Tage dauern wird. Das dürfte reichen, um sich in den verschiedenen Stadtvierteln umzuschauen und herauszufinden, wie die Stadt so tickt. Barcelona liegt in Spaniens Nordosten und ist die Hauptstadt der Region Katalonien. 1,6 Millionen Menschen leben hier. Die Katalanen wollen eigentlich unabhängig sein von Spanien. Sie sind stolz auf ihre eigene Kultur und Sprache. Im Alltag spricht man Katalanisch, aber natürlich auch Spanisch. Sind wir hier schon mittendrin in dem Straßenfest. Und so war ich früher hier immer unterwegs, bei Papa auf den Schultern. Aber ich glaube, wir müssen davor. Das ist nämlich was Spannendes. Hier findet gerade der Wettbewerb der Wettbewerbe statt. In Barcelona baut man Menschentürme. Keine ungefährliche Angelegenheit. Ich kann echt kaum hinsehen. Da scheint irgendwas nicht geklappt zu haben. Am besten, ich lasse mir das mal erklären, wie das mit diesen Menschentürmen funktioniert. Solche Wettbewerbe finden viele Male im Jahr fast auf jedem Stadtteilfest statt. Wie viele Etagen sind das? Das ist ein sogenannter 4:9 Turm mit Feuerwehr. So nennt man den Ring um die Basis. Genau, insgesamt sind es 9 Etagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann kommen die Kinder auf die oberen Etagen. Und jetzt gleich haben sie es geschafft. Christina und Joan erklären mir, dass in den Castells, so heißen die Menschentürme, jeder seinen festen Platz hat und genau weiß, was zu tun ist. Auf dem Handy zeigen sie die Position, die sie selbst gleich einnehmen, nämlich ganz unten, um zu stabilisieren. Das Wichtigste ist die feste Basis. Darauf lastet das Gewicht. Je nach Höhe des Turms besteht sie aus mehreren 100 Menschen. Darauf bauen sich dann die einzelnen Etagen auf. Mehrmals in der Woche proben die Gruppen. Wenn irgendjemand wackelig ist, wird sofort abgebaut. In den letzten Jahren gab es nur selten ernsthafte Unfälle. Geschafft ist der Turm, wenn das Kind oben ist und kurz die Hand hebt. Nervenkitzel ist auch der Abstieg. Immer noch kann der Turm in sich zusammenfallen. Glückwunsch! Ja, danke. Danke. Und wie war's? Gut? Sehr gut. Es war super anstrengend, aber unten waren wir gut. Ja, es war hart, aber es ging. Wenn du unten bist und spürst, dass oben jemand anfängt zu wackeln, werden alle sofort unruhig. Genau, und dann muss man noch mehr drücken. Und noch mehr zusammenhalten. Aber es ging gut. Otro. Muy bien.
Jetzt will ich ans Meer. Das geht in Barcelona ganz schnell. In nur wenigen Minuten ist man da. Das Stadtviertel am Wasser heißt La Barceloneta und war früher mal das Viertel der Fischer. Es grenzt direkt an die Altstadt und den Hafen. Ein Ereignis hat die Stadt komplett verändert. Die Olympischen Spiele 1992. Dafür wurde in Barcelona unheimlich viel gebaut. Und der 4 Kilometer lange Sandstrand, der wurde damals extra neu aufgeschüttet. Den gab es vorher nicht. Hola. Perdona. Entschuldigung, bist du von hier? Ja. Weißt du, was es mit dieser Skulptur auf sich hat? Ja, diese Skulptur erinnert an die alten Buden, die es hier am Strand von Barceloneta gab. Waren das so eine Art Kioske, in denen man essen konnte? Genau, es waren kleine, einfache Restaurants, wo es Fisch- und Fleischgerichte gab. Am Wochenende kamen die Familien zum Essen hierher. Und warum gibt es die jetzt nicht mehr? Mit den Olympischen Spielen hat sich hier viel verändert. Die alten Chiringuitos, die Imbissbuden wurden abgerissen und neue, moderne gebaut. Und die sind nicht so toll? Früher hatte das einfach mehr Charme. Es war nicht alles so perfekt wie heute. Und das fand ich gut. Ja, die Nostalgie. Dankeschön. Ciao. Auf der Promenade hier flaniert man mit direktem Blick auf die Skyline von Barcelona. Die Architektur im Sand erinnert mich an die berühmte Kirche von Gaudí. ¿Es la Sagrada Familia? Algo parecido. Algo parecido. Madre mía, ¿cómo lo has divino? Mucha pintura, ¿no? Sí, claro. Also er sagt, es ist was Ähnliches wie die Sagrada Familia. Es fehlen ja ein paar Türme. Wir verlassen Barceloneta und kehren in die Innenstadt zurück. Jetzt sind wir auf den Ramblas, der berühmten und völlig überlaufenen Flaniermeile. Hier liegt eine von Barcelonas Top-Sehenswürdigkeiten, die Boqueria. Man betritt einen Himmel der kulinarischen Genüsse. Eine unglaubliche Reizüberflutung, wohin man blickt. Die Boqueria ist der Markt in Barcelona. Klar, hier sind viele Touristen, aber hier kaufen auch die ein, die hier leben. Wenn Sie weiter nach innen reingehen, wird es authentischer. Also das muss man sich schon mal anschauen, unbedingt. Das Fischangebot hier ist riesig und ein echter Magnet für Touristen, die aber nur gucken. Vor den Auslagen ist es so voll, dass die Einheimischen manchmal schon gar keine Lust mehr haben, hier einzukaufen. Früher hatten wir doppelt so viele Kunden und entsprechend mehr haben wir verkauft. Jetzt kommen viele Touristen und weniger Einheimische. Für unser Geschäft ist das schlecht. Die Bars und Restaurants allerdings, die profitieren davon. Wir aber nicht. Da es in der Boqueria bekanntermaßen Ware von exzellenter Qualität zu kaufen gibt, kommen viele Sterneköche regelmäßig hierher, um sich einzudecken. Das Beste, was du an Schinken bekommen kannst, ist der iberische Hinterschinken. Diese beiden hier sind Schinken von Schweinen, die ausschließlich mit Eicheln ernährt wurden. Sie reifen zwischen 4 und 4,5 Jahren. Das ist eine super Qualität. Und die kostet 198 € das Kilo.
Hola. Hallo. Ist das hier wie Flor de Sal? Das ist Salz mit Limone für Fisch. Kommt für Sie in den Rucksack Salzkristalle, gewürzt mit Zitrone. Zu Fisch zum Beispiel. Perfekt. Schmeckt sehr lecker. Ach, übrigens, man kann auch prima essen auf dem Markt. Fisch oder Meeresfrüchte und vor allem die berühmten Tapas, die leckeren spanischen Häppchen. Ich gehe die Ramblas hoch über die Plaza Catalunya zum Passeig de Gracia. Mein Ziel ist die Casa Milà, das berühmte Haus von Antoni Gaudí. Wegen der eigenwilligen Fassade nennen es alle La Pedrera, der Steinbruch. Über 1 Million Besucher kommen im Jahr. Gaudí ohne Barcelona geht nicht. Barcelona ohne Gaudí auch nicht, ist eins. Der runde Innenhof ist schon mal echt spektakulär. Hola. Hallo. Kann ich ein Prospekt haben? Dankeschön. Wofür wird das Gebäude heute genutzt? Es ist heute zum Teil immer noch ein Wohnhaus. 4 Familien leben hier. Ach, das ist ja toll. Denen geht's gut hier. Aber die vielen Besucher, kann man sich eine Wohnung ansehen? Ja, klar. Zeigst du sie mir? Silvia zeigt mir die Museumswohnung. Was mir sofort auffällt, es gibt keine Ecken und Kanten. Ist das todo original? Ist das alles original? Ja, alles. Diese Verzierungen hier wurden mit dem Daumen gemacht. Ist das alles schön. Auch die Küche ist im Originalzustand. Licht, die Bedeutung des Lichts. So ein Spülbecken hatten wir auch in unserem Haus in Spanien. So richtig aus Stein. Das Haus gehört stilistisch zum Modernisme, der katalanischen Variante des Jugendstils. Ich möchte hier wohnen. Das kann ich verstehen, ich auch. Hier vorne links ist das Badezimmer, sehr ausgefallen und groß für die damalige Zeit. Denn eigentlich spielte Hygiene erst Mitte des 20. Jahrhunderts eine Rolle. Zum ersten Mal gibt es eine richtige Badewanne, ein Bidet und einen Badeofen. Alle Zimmer in der Casa Milà sind asymmetrisch. Die damaligen Auftraggeber, reiche Industrielle des katalanischen Bürgertums, waren mit dem Ergebnis übrigens nicht besonders glücklich. War Gaudí ein Verrückter oder ein Genie? Zweifelsohne ein Genie. Er hatte überhaupt nichts von einem Verrückten. Alles, was er gemacht hat, hatte Sinn. Auch die Details, die wie Dekoration wirken. Genauso die Formen der Objekte, zum Beispiel der Türen oder Fenster, hatten eine Funktion. Hier gibt es keine tragenden Wände, alles ist auf Säulen gebaut. Das ist eindeutig die Arbeit eines Genies, das seiner Zeit weit voraus war. Es de un genio avanzado a su época. Sie liebt ihn. Sie liebt Gaudí, lo amas. Und ich bin jetzt tatsächlich auch ein bisschen verliebt in Gaudí. Die Silvia hat mich glatt angesteckt. Wenn man so ein bisschen ein Herz hat für Ornamente und so kleine Details, dann kann man sich hier echt verlieren. Deswegen kommt jetzt für Sie, damit Sie sich auch verlieren können, dieses Buch in den Rucksack. Lauter kleine Details, Ornamente, Türgriffe, Fliesen, Deckendetails von den Gaudí-Häusern. In den Rucksack con cariño, wie man hier sagt. Mit viel Liebe. Doch das Highlight der Casa Milà, der Pedrera, ist die Dachterrasse, wo ich an diesem Abend ein tolles Spektakel erlebe.
Projektion auf den Gaudí-Schornsteinen erzählt übrigens von den Inspirationsquellen des Meisters, den Formen der Natur. So, und am Ende dieses ersten Tages gönne ich mir ein Taxi zum Hotel. Taxifahren ist ein bisschen günstiger als bei uns in Deutschland. Ein Wahnsinn. Noch keinen halben Tag in Barcelona und schon so viel erlebt. Toll. Mein Hotel liegt recht zentral im Stadtteil Eixample, in einem alten Herrenhaus. Und wie es innen aussieht, das werde ich Ihnen morgen früh zeigen. Buenas noches. Und jetzt zeige ich Ihnen mal mein Zimmer. Kommen Sie mal mit. Hier wohne ich. Bitte schön. Da um die Ecke ist ein Kleiderschrank und ein kleines Bad. Hier habe ich einen Balkon. Man darf nur einen Fehler nicht machen. Man darf diese Tür nicht aufmachen. Dann versteht man sein eigenes Wort nicht mehr. Es ist jetzt sogar noch leise. Ich habe es versucht, so zu schlafen. Man lässt es zu und man ist halt dafür mitten in Barcelona. Bis vor ein paar Jahren, hat man mir erzählt, gab es hier nur 5 Zimmer. Inzwischen sind es 12. In so kleinen Hotels findet man viel leichter Kontakt zu anderen Gästen und den Angestellten. Ja, das muss toll sein. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Guten Morgen. Aha. Guten Morgen. Hola, Jessica. Na, wie geht's denn? Danke, gut. Alles gut? Danke, Bei gut. euch? Ja, super. Ja? Super. Wir beherzigen deine Tipps. Ah, ja, echt? Habt ihr schon viel gemacht? Ja, gestern haben wir schon einiges geschafft. Echt? Ah, gut. Restaurants auch? Restaurant, wie hieß das gestern? Nee, gestern sind wir in der Cerveceria Catalana Ah, gelandet. okay, okay. Heute wollen Sie auf den Montjuic. Ah, und du, was hast du vor? Möchte ich auch mal gerne. Ich wollte eigentlich von dir einen Tipp. Aha, welcher? Warte. Was denn? Welcher? Ja, genau. Ja, irgendwie, also Sagrada Familia dachte ich vielleicht. Ja, okay, oder? Muss man eigentlich, oder? Ja, muss man. Ich habe aber einen ganz tollen Tipp auch, weil Sagrada Familia ist sehr, sehr voll. Also was du auch machen könntest, ist Hospital de San Pablo. Das ist ein tolles Gebäude, modernistisches Gebäude und das ist echt also etwas Tolles. Und nicht so viele Leute. Du, wenn du Lust hast, ich habe noch heute Nachmittag ein paar Sachen zu besorgen, dann habe ich eine Runde, also habe ich ein bisschen Zeit. Willst du mitmachen? Traust du dich mit mir? Ich habe eine Vespa. Ach so, echt? Ja, mit dem Roller. Roller, aber die fahren ja wie die Henker, Ja, hätte du, ich fast aber, gesagt. ja, nee. Du bist da mittendrin? Ja, aber ich bin nicht wild. Ich bin nicht so wild, oder nur manchmal. Glauben wir ihr das? Jessicas Tipp hört sich gut an. Das Hospital de Sant Pau liegt im Stadtviertel Eixample, ganz in der Nähe des Hotels. Eixample bedeutet Erweiterung auf Katalanisch. Als Ende des 19. Jahrhunderts die Altstadt so klein geworden war, entstand dieses Viertel mit dem schachbrettartigen Straßengrundriss und den quadratischen Häuserblocks. Es gibt über 1000 Jugendstilgebäude in Eixample, darunter die berühmte Kirche Sagrada Familia und direkt nebenan das Krankenhaus, das mir Jessica, aber auch einige unserer Zuschauer empfohlen haben. Die Empfangshalle des Hospital de Sant Pau erinnert eher an eine Kirche als an ein Krankenhaus. Das ist schön. Traumhaft. Wenn man sich vorstellt, das ist der Eingangsbereich. Wie viele Leute hier schon reinkamen, denen es richtig schlecht ging, und dann sehen die das. Von oben wirkt das Krankenhaus eher wie eine kleine Stadt. Erbaut wurde sie von Luis Domènech i Montaner, neben Gaudí der bedeutendste Vertreter des katalanischen Jugendstils, des Modernisme.
Alle Gebäude hier waren durch ein unterirdisches Tunnelsystem miteinander verbunden. So konnten die Patienten schnell von einem in den anderen Komplex verlegt werden. Hier treffe ich Mercè. Sie erklärt mir, dass die prachtvollen Dekorationen nicht zufällig entstanden sind. Man war der Ansicht, dass sich eine schöne Umgebung positiv auf die Genesung der Patienten auswirkt. Das ist das Operationshaus. Guck mal, es gibt eine große Glasfassade unten. Außerdem kommt das Licht von oben und von hinten in den Raum. Alle Gebäude hier stehen in einer perfekten Nord-Süd-Ausrichtung. Deswegen gibt es innen so viel Tageslicht. In jedem Gebäude war eine andere medizinische Fachrichtung untergebracht. Bis 2009 war das Krankenhaus noch in Betrieb. Heute ist es Museum und Bibliothek. Jetzt zeige ich dir mal einen Krankensaal. Das hier ist noch die Originalstruktur des Pavillons. Er ist noch nicht restauriert. Schau mal, 8 Meter hohe Decken. Der Raum war für 28 Patienten vorgesehen. 28 Betten passten hier rein. Die Kacheln hier sind grün wie die Bäume draußen. Dadurch tritt die Natur den Patienten vor Augen. Sie ist ein wichtiges Element bei den Modernisten. Und in diesem Fall hat es noch eine therapeutische Bedeutung. Der Patient ist im permanenten Kontakt mit der Natur. Üppige Gärten umgeben die Pavillons. Überall blühen Blumen. Die Pflanzen waren Teil der Therapie, genauso wie die Gerüche. Eine schöne Aussicht sollte auch zur Genesung beitragen. Natürlich die Behandlung durch die Ärzte und Krankenschwestern war das Wichtigste. Aber auch andere Faktoren, wie eben die Aussicht und die Gärten mit Heilpflanzen, sollten das Wohlbefinden des Patienten beeinflussen. Seit 1997 ist das Hospital de Sant Pau UNESCO-Weltkulturerbe. Damit haben 9 Gebäude in Barcelona diesen Titel. Das ist Rekord für eine Stadt. Weltweit. Also das ist wirklich ein Geheimtipp hier. Mitten in der Stadt, nicht viel los, super schön. Hier kann man richtig runterkommen. Unbedingt machen. Aber jetzt ist die Sagrada Familia echt nur ein Katzensprung entfernt. Komm, da gehen wir schon auch noch hin. Weltmonument, Wahrzeichen der Stadt, Besuchermagnet. Und nochmal UNESCO-Weltkulturerbe. Take another picture with your click, 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 click camera. Picture with your click, 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 click camera. Weltkulturerbe, aber immer noch nicht fertig. Seit 134 Jahren wird hier gebaut. Architekt Antoni Gaudí hat 18 Türme geplant. Es stehen gerade mal 8. Zu Gaudís 100. Todestag 2026 soll die Sagrada vollendet sein. Gaudí hat mal gesagt, Gott ist mein Kunde und er ist nicht in Eile. Also kann auch ich mir Zeit nehmen. Das Innere der Kirche ist aber so gut wie fertig. Sie ruht auf Säulen, die an einen weißen Wald aus Stein erinnern. Licht fällt wie durch ein lichtes Blätterdach. Auch hier war die Natur Gaudís Lehrmeisterin. Der Bau wird allein durch Eintrittsgelder und Spenden finanziert. Täglich kommen zwischen 5.000 und 9.000 Besucher. Gaudís Baupläne und die meisten seiner Aufzeichnungen wurden im Spanischen Bürgerkrieg zerstört. Wissenschaftler brauchten Jahrzehnte, um hinter das Bauprinzip zu steigen. Seither zweifelt niemand mehr an Gaudís Genialität.
Jetzt bin ich, wie verabredet, mit meiner Gastgeberin aus dem Hotel unterwegs. Jessica hatte mich ja zu einer Rollertour eingeladen. Wir fahren zur Kathedrale Liceo, mitten im alten Zentrum. Jessica will mir das gotische Viertel und den Stadtteil El Born zeigen, die zusammen die Altstadt bilden. Hier kann man alles zu Fuß erkunden. Im gotischen Viertel zeigt Barcelona wieder mal ein ganz anderes Gesicht. Dicke Mauern, enge Gassen, die meisten Baudenkmäler stammen aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Jessica übrigens spricht deswegen so gut Deutsch, weil ihre Mutter und ihr Ehemann Deutsche sind. Früher hat sie in der Modebranche gearbeitet, bis sie die Idee hatte, ein Hotel in Barcelona zu eröffnen. Das ist ein ganz alter Laden und es gibt lauter unterschiedliche von diesen Läden in Barcelona, so ganz, ganz alten, aber leider verschwinden sie. Der Laden und seine alten Regale und Theken sind nostalgisch. Die waren allerdings modern und ziemlich schräg. Man verkauft Kerzen in jeder nur erdenklichen Form. Und die Eulen. Hey. Oh, wie süß. Was heißt Eule auf Spanisch? Búho. Búho. Aber was für ein schönes Wort. Búho. Wie passend, oder? Und wir nehmen einen Búho für den Rucksack. Ah, so. So einen weißen, Ja. oder? El Born, wo wir jetzt sind, ist Jessicas Lieblingsviertel, wie sie sagt. Mittelalterliche Plätze voller Geschichte und Gassen so eng, dass es die Sonne kaum hineinschafft. Mittendrin die Kathedrale Santa Maria del Mar. Die gotische Kirche wurde im 14. Jahrhundert in einer Rekordzeit von nur 55 Jahren erbaut. Hier kann man das laute Barcelona kurz hinter sich lassen. In den Gassen hinter der Kathedrale gibt es ausgesucht schöne Geschäfte, Restaurants und Bars. Born hat sich in den letzten Jahren zum Szeneviertel entwickelt. Viele Kreative haben sich hier niedergelassen. Jessica kennt im Viertel einen jungen Mann, der ein sehr spezielles Restaurant unterhält. Sie gibt mir den Tipp, dort heute Abend essen zu gehen. Joel ist Australier. Er stammt aus Tasmanien. Hier im Stadtviertel El Born geht er jeden Tag auf Einkaufstour. Der Markt von Santa Catarina ist einer seiner Lieblingsorte. Hi, wie geht's dir? Gut? Was hast du heute da? Köstliche Tomaten. Hier, probier mal. Sie ist hart und hat ein bisschen Säure. Wenn du sie sauer magst, sind das genau die richtigen. Meine Art zu kochen hängt mit diesen unglaublichen Zutaten und Produkten zusammen. Da muss man gar nicht viel machen, dass es fantastisch schmeckt. Natürlich frisch und von bester Qualität müssen seine Zutaten sein. Joel macht immer den Probiertest. Das gehört zu seinem Einkaufsritual. Wow. Wow. Perfecto, señor. Gracias. Okay. Joel macht mit bei einem Trend, den es inzwischen weltweit gibt. Passionierte Köche laden andere Menschen zu sich nach Hause ein. Natürlich wird bezahlt. Man erfährt von den Terminen auf einer Internetplattform, wo man auch reservieren kann. Weltweit gibt es über 500 Gastgeber.
Heute Abend erwartet er 9 Gäste zu einem 5-Gänge-Dinner. Ich habe dank Jessica auch noch einen Platz bekommen. Die meisten Zutaten kauft Joel erst im letzten Moment ein. Ich hätte gerne ein paar Oliven. Welche? Hast du die Gordons da? Ja, die scharfen? Ja? Ich liebe es, hier einzukaufen. Nicht nur wegen der Produkte, sondern wegen der gesamten Atmosphäre. Das fühlt sich so echt an, ganz anders als im Supermarkt. Hier hast du immer jemand, der sagt, probier das mal oder das, das mag ich. Im Stadtteil El Born gibt es noch einige dieser alteingesessenen Spezialgeschäfte. Hier kassiert die Chefin persönlich. Joel hat eigentlich Wirtschaft studiert. Die Liebe zum Kochen begann bei ihm schon als Kind. Sein Großvater war leidenschaftlicher Koch und Katalane. Bei ihm hat er die mediterrane Küche kennengelernt. Und den Rest hat er sich selbst beigebracht. Vor einigen Jahren dann hat er mitgemacht bei der Internetplattform Eat With. Eat With ist eine Online-Plattform, bei der Köche und Leute, die das Kochen lieben, ihre eigenen Restaurants zu Hause eröffnen können. Ich habe eine riesige Dachterrasse, wo ich diese Dinner veranstalte. Es ist eine gute Alternative für einen Koch, nicht im Restaurant zu arbeiten. So kannst du dein eigenes Ding machen. Die Gäste buchen die Menüs online und kommen dann in dein Restaurant zu dir nach Hause. Auch Jessica und ich sind noch im Gassengewirr von Born unterwegs. Wir tun das, was man hier am allerbesten tut, sich treiben lassen, auch auf die Gefahr hin, die Orientierung zu verlieren. Das ist egal, denn man kommt eigentlich immer an irgendeinem netten Ort heraus. Bei uns ist es ein Café in einem gemütlichen Innenhof. Es ist ja sehr, sehr cool hier. Wie sagt man cool eigentlich auf Spanisch? Chulo? Chulo. Chulo, ne? Cool. Ich höre immer chulo. Man sagt, ja, chulo, aber man sagt auch cool. Okay, bueno, es muy chulo und muy cool hier. Sí. Aber es ist ja nicht nur Kaffee, ne? Es ist auch irgendwie dieses Flohmarkt. Das ist ein ganz tolles Projekt, weil die machen, also die ist so eine Integration für Leute, die Schwierigkeiten haben. Und die machen, aber alles ist Produkt, guck mal, siehst du, die Limonade, die sind alles Eco, wie heißt das? De consumo responsable? Nachhaltigkeit. Okay. Okay, ja, pues sehr ja. modern. Ja, genau. Und Kilometro Zero. Kilometro Zero bedeutet alles regionale Produkte. Genau. Und es geht um das. Es ist ein soziales, ja, so ein bisschen auch von dieser Siedlung. Wir haben hier auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die haben da einen Garten, da hinten einen Garten, die haben es auch so, das ist ein Projekt von der ganzen Gegend. Süß. Ja. Ein Stadtteilgarten. Und hier kann man mitgärten an jedem Mittwoch. Genau. Ven y trabaja con nosotros. Die arbeiten, glaube ich, sogar da. Da gibt es so eine Gruppe Leute. Also das heißt, der Stadtteil macht sich sein Gemüse selbst. Genau. Man kann mitarbeiten, Genau. man kann es aber auch einfach nur kaufen. Genau. Jeder kann sich so einbringen, wie er möchte. Genau. Solche Nachbarschaftsgärten sind eine Art Gegenbewegung gegen die Überfremdung in einer größer werdenden und touristisch überlaufenen Stadt. Du, meine Liebe. Musst du? Ich muss. Oh, es war so schön mit dir. Ja, das war echt schön. War cool. Mit dir auf der Vespa. Ja. Echt, das fand ich sehr cool. So tapfer war. Ja. Sowieso. Ich hab dir vertraut. Ja, ich hab's gesehen. Sie hat gesagt, du musst ganz nah an mich ran, damit wir eins sind. Genau. Du, wir machen uns aber noch ein Foto, bevor wir uns verabschieden, das oder? machen wir, eine super Idee und es war auch so schön bei dir im Hotel. Okay, machst Echt? du das? Das müssen wir aber schicken. Ich schick's dir. Okay. Mal sehen. Echt wahr. Ja, okay. Super. In Born könnte ich ganze Tage verbringen. Es gibt so ausgefallene Geschäfte. In dieser Galerie werden dreidimensionale Schichtfotos verkauft mit Barcelona-Motiven. Der Parque Güell, Sagrada Familia, Casa Batlló. Quisiera comprar este, por favor. Ich möchte das bitte kaufen. Schau mal, du nimmst das ab. Hier hinten ist ein Gummi drauf und mit dem kannst du es ganz einfach an die Wand kleben. Okay, wie praktisch. In Born gibt es eine ganz eigene Kreativ- und Designszene mit jungen Leuten und coolen Ideen. In die Werkstätten kann man meistens auch einen Blick werfen und sich auch erklären lassen, wie die Sachen gemacht werden. Hola.
Hola. Hier werden die verschiedenen Ebenen der Fotos aufeinandergesetzt. Ich kaufe ein Barcelona-Born-Bild für den Rucksack. Gracias. Hasta luego. Gracias por venir. Ciao. Und ich habe ja eine sehr schöne Verabredung. Joel wird kochen für mich und uns und ich muss jetzt die nächste rechts gehen. Hallo, schön dich kennenzulernen. Nice to meet you. Ich bin Joel. Andrea? Perfekt, komm rein. Thank you. Your bike? Dein Fahrrad? Ja, klar. Komm mit, ich zeige dir die Terrasse, wo das Dinner ist. How nice. Hallo. Das ist Andrea. Schön, euch kennenzulernen. Ladies first. Das ist Claudia. Cheers. Yeah, nice to meet you. Where do you come from? Wo kommt ihr her? Aus Minnesota. So far away. So weit weg. And how did you find Und wie seid ihr auf Joel gekommen? TripAdvisor. Uns wurde das empfohlen und wir sind gespannt. Wir probieren in Barcelona mal was anderes aus. Cool. Die Gäste aus Deutschland haben Joel deutsches Brot mitgebracht. Man kommt schnell ins Gespräch. Kein Wunder bei der Atmosphäre. Egal wie das Essen wird, die Dachterrasse und der Ausblick sind schon mal sensationell. In dieser Mini-Küche zaubert Joel das 5-Gänge-Menü für uns. Im Mittelpunkt des ersten Ganges stehen Riesentomaten, die er auf eine Knoblauch-Mandelcreme legt. Dazu kommen Mozzarella, selbstgemachtes Pesto, grüne Tomaten, Baby-Kiwis und ein Spritzer Kräuterdressing. Okay, Leute, hier kommt was zu essen. Ich reich das mal an. Das hier ist ein Fest der Tomaten. Neben Amerika und Deutschland sind noch Leute aus Argentinien und Spanien am Tisch vertreten. Wildfremde Menschen quatschen auf Englisch über Gott und die Welt, während aus der Küche ständig neue Überraschungen kommen. Im nächsten Gang gibt es Pulpo und Muscheln auf Auberginencreme mit argentinischer Chimichurri-Soße. Julio Iglesias. Eins meiner Idole. A mis 33 años, ist auch schon ein bisschen älter, ja, da war er 33. Das ist antiquarisch. Ist das eine echte Platte? Aber so alt ist doch der Joel gar nicht. Ich will ihn gleich mal fragen, was diese Platte hier soll. Ich habe die Julio Iglesias-Platte entdeckt. Ja, sein Lifestyle. Ich liebe ihn, ich liebe seine Musik. Yes, Natalie. Oder Amor, Amor. Kurz. So, die Möhren sind okay. Das Hühnchen in Sherry braucht noch. Wie viele Leute haben dir schon gesagt, dass du aussiehst wie Jamie Oliver? Zu viele. Ich müsste noch was zunehmen. Das habe ich nicht gesagt. Hoch über den Dächern Barcelonas, das ist wirklich eine ganz andere Sache, als im Restaurant zu essen. ¿Desde cuándo tú estás aquí? Thank you. Guys, here we go. Alle Gäste haben online für den Abend reserviert. Übers Internet wird auch bezahlt. So, hier kommen jetzt noch die Feigen drauf. Es muss nicht zu perfekt sein.
Nicht so perfekt, das ist gut. Dann kann ich dir ja helfen. So I can help you. Das hier ist noch eine dunkle Orangen-Bittermarmelade. Man denkt immer, er ist fertig und dann kommt noch irgendwas, ne? Das ist dunkle Schokolade zur Dekoration. Should I help you? Soll ich helfen? Das geht schon. Joëls Nachtischkomposition sieht wirklich aus wie ein Kunstwerk. Okay. Yeah, there we go. Barcelona, I still long to hold her once more. Oh, my boots of leather from Europe, I gather you know. Es gibt so Momente im Leben, für die lohnt es sich, früh aufzustehen. Bei aufgehender Sonne ist der Blick vom Parque Güell auf die Stadt einfach unfassbar schön. Und wieder mal war es der Stadt berühmtester Architekt Gaudí, der für diese Zuckerbäckerhäuschen im Märchenpark verantwortlich zeichnet. Das ist wirklich spektakulär. Ich weiß, Sie sehen nichts, aber genau das ist es. Hier sind nämlich keine Leute und das ist nur früh morgens. So zwischen 6 und 8 ist der Eintritt im Parque Güell frei. Und dann kann man hier frei auf diese Wahnsinnsstadt blicken, ohne dass 15 bis 30 Menschen vor einem stehen. Eigentlich sollte der Park eine Wohnsiedlung mit 60 Villen in der Natur werden. Der Industrielle Eusebio Güell hatte Gaudí mit der Gestaltung beauftragt. Aber es fanden sich keine Käufer. War wohl alles etwas zu ungewöhnlich für damalige Zeiten. Ja, von Silvia in der Casa Milà habe ich ja gelernt, bei Gaudí hat alles einen Sinn, jede Kleinigkeit. Das ist also nicht nur ein süßer Drache, sondern der bewacht hier die ganze unterirdische Wasserversorgung. Und durch diese Säulen fließt das Regenwasser in das unterirdische Wasserdepot. Und sein Ohr ist übrigens ein alter Flaschenboden. Die Säulenhalle war als Marktplatz gedacht. Eine Wohnsiedlung ist aus dem kunstvoll gestalteten Gelände leider nie geworden. Nur der Architekt selbst hat einige Jahre hier gewohnt. So ab 9 Uhr kommen sie dann, die Touristen. Heute ist das alles hier ein Park, für den man allerdings Eintritt bezahlen muss. Sonst wäre er zu überlaufen. Okay, here we go. Vom Parque Güell geht's ins Zentrum, nochmal zur Kathedrale Liceu in der Altstadt. Jeden Sonntag wird hier öffentlich Sardana getanzt. Das ist der katalanische Volkstanz. Ich habe das als Kind immer bewundert, weil die so schöne Schnürschuhe anhaben und so ganz in Rot-Weiß das Tanzen. Ich glaube, man stört die auch gar nicht so als Tourist. Die machen einfach so ihr Ding. Schön. Hier kann jeder mitmachen und es ist auch immer jemand da, der zeigt, wie es geht. Sardana tanzt man übrigens im 6/8-Takt. Wenn der Kreis zu groß geworden ist, bildet sich sofort ein neuer. Gar nicht so einfach, im Rhythmus zu bleiben. Sardana ist übrigens ein Symbol der katalanischen Identität. Unter der Diktatur des Franco-Regimes war der Tanz verboten, genauso wie die katalanische Sprache selbst. Der Vortänzer unserer Gruppe sagt mir auf Katalanisch, dass ich mich fürs Erste ganz gut geschlagen habe. Das ist nicht leicht. Sie tanzen so schön.
Jetzt fahre ich ein bisschen raus, und zwar nach Castelldefels an der Costa Brava. Das ist ein ganz besonderer Ort für mich. 20 Minuten fährt man mit dem Zug nach Castelldefels, ein Vorort von Barcelona. Und ich habe hier als kleines Kind 6 Jahre lang gelebt. Mein Papa hat bei Siemens gearbeitet, wir sind viel umgezogen. Und das war eine unserer Stationen. Und ich gucke jetzt schon, will natürlich sehen, was ich wiedererkenne. Ne? Und ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Vor 15 Jahren war ich das letzte Mal hier. Mal schauen, ob ich unser Haus noch wiederfinde. Castelldefels war nie wirklich schön. Aber mir kommen nun langsam die Kindheitserinnerungen wieder hoch. Jeden Morgen sind wir als erstes zum Markt einkaufen. Meine Mutter, meine Schwester und ich. Und die spanischen Hausfrauen sind im Morgenmantel einkaufen gegangen. Mit Lockenwicklern und Hausschuhen. Jeden Morgen das gleiche Bild. Das war klasse. Wüsste ich gerne, ob das heute noch so ist. Aber es ist zu spät jetzt. Und da oben hat eine Freundin von mir gewohnt, Monse. Das war eine spanische Familie. Das könnten sogar vielleicht noch die Häuser von damals sein. Monse ist ja ein ganz typischer Name hier. Und da vorne müsste jetzt unser Haus sein. Wenn ich es wiedererkenne. Ich hoffe, das ist noch da. Das ist die 21. Ja, das ist es. Aber das haben die irgendwie umgebaut. Der Eingang war da vorne. Das war unser Hauseingang. Das war ein niedrigeres Tor. Da sind wir rein. Und da im Erdgeschoss haben wir gewohnt. Diese Mauer, die war da noch nicht. Wissen Sie, wer hier wohnt? Ja, hier steht Nicolás Obiero. Kenne ich nicht. Ich habe als Kind hier gelebt. Ach, wirklich? Ich glaube, die sind nicht da. Nein. Wie schade. Wenn Sie nicht da sind, lasse ich eine Benachrichtigung hier. Ja. Ich kann es nicht entgegennehmen. Danke. Dir auch. Adios, ciao. Und hier nebenan wohnten die Vecinos. Hießen bei uns nur Vecinos, die Nachbarn. Die Familie Ariño. Mal gucken, ob man da noch irgendwas erkennt. Und mitten in diesem Hof, der ist jetzt auch nicht mehr da, stand ein Zitronenbaum. Das war der ganze Stolz von Señor Ariño, war dieser Zitronenbaum. Und den pflanzte er und dann wuchs die erste Zitrone. Das hat er uns jeden Tag erzählt. Und als diese erste heilige, die Zitrone überhaupt reif war, ich weiß nicht, welcher Teufel mich geritten hat, bin ich mit meiner Schwester dahin und wir haben die abgepflückt und geklaut. Ne? Und das war so ein Drama, es war ganz furchtbar. Es war entsetzlich, weil dann der Nachbar, der hat geweint. Und hier in Castelldefels hat wohl auch meine Liebe zu den Katzen begonnen. Wir hatten 5 Katzen und wenn wir die zum Essen gerufen haben, kamen immer mindestens 10 von überall her. Die hielten uns alle für bekloppt. In Castelldefels zu leben war toll, weil der Ort direkt am Meer liegt. Das war für uns Kinder natürlich ein Traum. Ja, genau hier oder vielleicht auch da oder da hinten, da saßen wir dann am Wochenende. Die ganze Familie unterm Sonnenschirm. Kühlbox dabei mit geschmierten Bocadillos, geschmierte Brote. Es wurde nichts gekauft am Strand, man hatte alles dabei. Es war ja kein Urlaub, es war einfach nur Wochenende. Und dann hörte man immer schon von weitem Helado, Helado. Der Eismann, der schrie Eis. Und wenn wir gut waren, dann hatten wir 3 Mädels, bis der an uns vorbeikam. Die Eltern weich gequatscht und haben ein Eis bekommen. Ja, manchmal hat es geklappt. Ganz schön aufregend. So ein Ausflug in die Vergangenheit. Und schön. Und wenn Sie mal einen Tag raus wollen aus Barcelona, dann fahren Sie nach Sitges. Das ist gleich der nächste Ort nach Castelldefels, von Barcelona aus gesehen. Das lohnt sich. Eigentlich ist Sitges ein ganz normales Städtchen am Meer. Stadtstrand, dahinter eine palmengesäumte Strandpromenade.
Doch hier herrscht eine besondere Stimmung, denn Sitges ist und war ein Künstlerort. Ende des 19. Jahrhunderts kamen die Maler wegen des schönen Lichts. Hierher entflohen sie aber auch der bürgerlichen Enge Barcelonas. In Sitges ist der Veranstaltungskalender ein bisschen voller als anderswo. Auch heute findet hier ein Volksfest statt. Die Katalanen tragen mal wieder stolz ihre vielen Traditionen durch die Straßen. Die Gigantes, die Riesenpuppen, gehören überall dazu. Das Problem ist die Höhe und das Gleichgewicht. Es ist eher eine Frage der Technik als der Kraft, nicht umzukippen. Los, weiter geht's. Die Traditionen werden zurzeit besonders aktiv gelebt, denn die Katalanen wollen sich vom restlichen Spanien abspalten. In der Künstlerhochburg Sitges hat sich aber auch über viele Jahre ein besonders liberales und weltoffenes Klima etabliert. Es ist zum Traumziel vieler Schwuler geworden. Am Strand tummeln sich unzählige Männer in knappen Badehosen. Vom Ausflug an die Costa Brava geht's zurück nach Barcelona, genauer in das Viertel Poblenou. Das war früher eine große Industriezone. Heute wächst hier ein Stadtteil der Zukunft ran, mit gigantischer Architektur. Der Torre Akbar ist ein Beispiel für architektonische Avantgarde in Poblenou. Mittendrin das Kreativzentrum Palo Alto in einem alten Fabrikgelände. Hier arbeiten 250 Grafiker, Architekten, Künstler und Werbefachleute. Ziemlich neu ist der Palo Alto Markt. Jedes erste Wochenende im Monat gibt es hier Kunst, Design und gutes Essen. Halb Barcelona steht hier Schlange, um reinzukommen. Das junge Barcelona, das Kreative, das Verrückte. Ich bin mit Paula unterwegs. Ihrem Onkel, einem bekannten Designer, gehört das Gelände. Zusammen mit ihm hat sie über Monate die 150 Aussteller persönlich ausgewählt. Kann man sich hier die Haare schneiden lassen? Ja, die Leute machen sofort mit. Die Haare werden sehr schnell geschnitten. In 20 Minuten ist der Schnitt fertig. 3 gute Friseurläden aus Barcelona machen mit und die wechseln sich ab. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das Gelände war im 19. Jahrhundert eine Lederfabrik, eine tolle Kulisse, eine Oase mit üppigem Grün. Hier ist Barcelona wirklich hip. Das ganze Wochenende über gibt es Auftritte von Künstlern und Musikern. Der Palo Alto Markt ist eine Initiative, die aus der Wirtschaftskrise entstanden ist. Für viele junge Menschen ist es seitdem schwer, erzählt mir Paula, beruflich Fuß zu fassen. Die Stadt war immer schon voller kreativer Menschen, war eine Stadt der Mode und des Design. Die Idee war, das Palo Alto Gelände für die ganze Stadt zu öffnen. Also auch eine soziale Idee? Absolut. Sozial, kulturell und für alle. Super, das steht dir bestimmt gut zu deiner roten Jacke. Okay, die Idee war, eine Plattform zu schaffen für Leute aus Barcelona, die wirklich ganz tolle Projekte machen.
Wir wollten ihnen eine flexible Möglichkeit geben, ihre Arbeiten auszustellen und zu verkaufen. Durch die Krise sind die Möglichkeiten viel geringer geworden. Eine teure Infrastruktur, zum Beispiel Geschäftsräume zu mieten, das kann sich kaum noch einer leisten. Kreative Unruhe in Krisenzeiten zu stiften und was Neues daraus zu machen, das kommt gut an. Es kommen sogar schon Leute aus Berlin hierher. Quatsch. Ich schwöre. Berlin ist schon hier. Ja. So cool ist bei Paula. Están aquí dentro. In dieser Halle werden vor allem Möbel, Taschen, Schmuck, überhaupt viel Mode angeboten. Die meisten Aussteller kommen aus Barcelona und produzieren ihre Ware auch hier im Land. Und jetzt kommen wir an den Stand der Barcelona-Berlin Connection. Das hier ist Paul Esteve. Hallo. Ach, das sind die T-Shirts. Ihr seid die Models. Qué bien. Das ist ein urbanes Design. Cool, der Ja, wir haben Paul Esteve halt in Berlin gegründet und von dort aus sind wir jetzt seit einem Jahr in Barcelona wieder, um die ganze Sache mit der Produktion halt hier in Spanien weiterzumachen. Aber trotzdem verkaufen wir in Deutschland, in mehreren Läden in Berlin und auch in München. Und das sind deutsche Rehe dann, ne? Ja. Bayerische Rehe. Genau. Logisch. Ja, logisch. Was sonst? Ich suche ja was für einen Rucksack, aber die gefällt mir selber so gut. Gucken Sie weg. Nein, sie kommt in den Rucksack. Ahora tiene suerte. Ahora tiene. Ay, hola. Hola. Ja, Sie sehen richtig. Hier geht's den Fischen mit der Pinzette an den Kragen. Wir sind in der angesagtesten Tapasbar der Stadt. Sie heißt Tickets Bar und gehört dem bekanntesten Vertreter der sogenannten Molekularküche, Ferran Adrià. In ein paar Stunden macht der Laden auf und wir dürfen bei den Vorbereitungen zuschauen. Der Küchenchef zaubert hier gerade rauchiges Ananas-Sorbet mit Stickstoff. Das hat er von Albert Adrià gelernt, seines Zeichens Patissier und Bruder von Ferran. Beide haben ihr Restaurant El Bulli geschlossen und dafür mehrere andere Restaurants aufgemacht. Hier haben wir unsere sogenannten sphärischen Oliven. Sie sind eine Reminiszenz ans El Bulli. Die gab es da auch immer. Wir versuchen immer, unsere eigene Sprache weiterzuentwickeln. Aber die Oliven behalten wir als Erinnerung. Für diejenigen, die unsere Oliven nicht kennen, sind sie eine riesen Geschmacksüberraschung. Die Molekularoliven platzen im Mund und zergehen auf der Zunge wie ein mit Öl gefülltes Bonbon. In der Küche der Adrià-Brüder arbeiten 20 Köche, die die Gerichte der Molekularküche ständig weiterentwickeln. Die überraschenden Kreationen haben ungewöhnliche Geschmackskombinationen. Es ist eine Marke, die man uns nicht geschenkt hat. Wir haben sie uns verdient. Im El Bulli haben wir angefangen, die Gastronomie auf eine Art zu revolutionieren. Es ist die Konsequenz jahrelanger harter Arbeit mit Disziplin und Kontinuität. Und hier versuchen wir das Gleiche. Das heißt, jeden Tag aufs Neue. Disziplin und Kontrolle und sich ständig ein bisschen verbessern. Bevor es um 6:30 losgeht, stärkt sich das Team. Der Küchenchef gibt letzte Anweisungen. Um diese Tapasbar gibt es inzwischen so einen Hype, dass man mindestens 2 Monate im Voraus reservieren muss. Und jeden Abend ist sie wieder voll. Die aufregenden Häppchen haben nur noch größenmäßig was mit einer Tapa zu tun. Sie kosten zwischen 4 und 20 Euro das Stück. Mit 100 Euro pro Person muss man also rechnen. Hier wird gerade eine einzelne Garnele aromatisch geröstet. Nebenan verzehrt man Austern mit einer sogenannten Molekularperle.
Was für eine Kochkunst. Man schreckt sogar nicht davor zurück, die Fischfilets mit dem hauseigenen Brandzeichen zu versehen. Die Gäste können übrigens in die offene Küche gucken. Die Kochkünstler hier haben keine Angst, dass sie kopiert werden. Diese Schäume, Gelees und Infusionen kann sowieso niemand nachmachen. Die Gäste kommen aus der ganzen Welt. Seit 2015 steht diese Tapasbar auf der Liste der weltbesten 50 Restaurants. Klar, dass auch die ganz Großen wie Shakira, Mark Zuckerberg oder Sean Penn mal vorbeigeschaut haben. Von der Fantasieküche zurück ins reale Leben. Für den Rest des Abends mache ich mich auf nach Vila de Gracia im Norden der Stadt. Gracia hat viele schöne Plätze. Sie sind das Wohnzimmer der Menschen hier. Das Leben spielt sich meist draußen ab. Wer Menschen aus Barcelona kennenlernen will, der sollte hier vorbeischauen. Die Touristenströme haben das Stadtviertel noch nicht so für sich entdeckt. Es ist noch gar nicht so lange her, da war Gracia noch ein Dorf vor den Toren Barcelonas und dörflich fühlt sich das hier immer noch an. Lauter nette Läden und Bars hier, echt, sieht süß aus. Und hier Vermut, ne? Wermut scheint jetzt hier gerade das Top-Getränk zu sein. Habe ich noch nie getrunken, mache ich jetzt. Hi, machst du mir bitte einen Vermut? Gerne. Das ist hier gerade total angesagt, ne? Ja. Warum? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Seit einiger Zeit ist das hier in Mode. Gerade die Ausländer fahren total drauf ab. Jeden Tag verkaufe ich gerade mindestens 2 Flaschen, manchmal mehr, bis zu 5 Liter. Die Leute mögen es. Es hat was Erfrischendes. Jetzt bin ich gespannt. Yes? Mi primer vermut. Salud. 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 Bisschen wie ein Halsbonbon, oder? Also dieses Gracia ist wirklich ein nettes Stadtviertel. Nicht so voll wie der Rest von Barcelona. Ich glaube auch nicht so viele Touristen. Ich glaube, es sind viele Einheimische hier. Es ist entspannt, hier einfach lang zu laufen. Ach, guck mal hier. Wird getanzt. Und Swing scheint ja gerade echt richtig großes Thema hier zu sein. Das haben mir schon viele Leute erzählt. Barcelona ist seit einiger Zeit im Swing-Fieber. Auf vielen Plätzen wird im Sommer spontan getanzt. Also an Vermut kommt man hier in Barcelona echt nicht vorbei. Die bieten Ihnen hier Casero an, also hausgemacht. Und typischerweise kommt ja offenbar auch noch Wasser aus dem Siphon dazu. Vielleicht ist es ja was für einen Rucksack, oder? Wenn Sie ihn gewinnen, dann wissen Sie, wo der Vermut herkommt. Nicht aus dem Supermarkt, sondern aus dieser schön alten, lauten, typisch spanischen Bar. Hola. Hallo, ich würde gerne so eine Vermutflasche mit einem Siphon kaufen. Wie viel möchtest du? Eine, ich nehme sie so mit. Oder willst du eine Tüte? Nein, die kommt in die Tasche. Wieso mischt man das eigentlich mit Wasser? Also, normalerweise trinkt man den Vermut sehr kalt. Das reicht. Aber manche finden es zu stark und tun Soda aus dem Siphon dazu. Also noch ein bisschen Mineralwasser. Ach so, perfekt. Du probierst erst mal pur. Wenn es dir nicht schmeckt, tust du hiervon was dazu. Alles klar, vielen Dank. Kommt
in den Rucksack die Original-Wermut-Barcelona-Packung. Neben dem Stadtteil Gracia gibt es eine Prachtstraße mit noch einem fantastischen Gaudí-Haus. Es ist die Casa Batlló mit einer besonders verspielten Fassade. Hier findet heute Abend auf der Terrasse ein Konzert statt. Es singt Marga Bande, eine Soul-Sängerin aus Barcelona. Wow! Die 4 Tage vergehen rasend schnell. Guten Morgen, Barcelona, du tolle Stadt. Die Hafenseilbahn wurde zur Weltausstellung 1929 gebaut, aber erst 3 Jahre später fertig. Barcelona, I still long to hold her once more. Sie bringt ihre Fahrgäste zu Barcelonas Hausberg, dem Montjuïc. Auf der anderen Seite des Berges thront über allem der Palau Nacional, auch zur Weltausstellung erbaut. Hier ist heute das katalanische Nationalmuseum untergebracht. In Barcelona faszinieren mich oft die ausgefallenen Ideen, die die Leute hier haben. Den Montjuïc kann man am frühen Morgen im Laufschritt erkunden. Side-Jogging nennt sich das, und diese Herren bereiten sich gerade darauf vor. Auf der Strecke heute erkunden wir den Montjuïc, ein wichtiger Berg in der Geschichte von Barcelona. Ich werde euch was erzählen über das, was ihr sehen könnt, aber vor allem, was ihr nicht seht. Als normaler Barcelona-Tourist braucht man für den Montjuïc-Besuch mindestens einen halben Tag. Die Side-Jogger schaffen das locker in 2 Stunden. Hier vom Montjuïc aus hat man einige der besten Aussichten auf die Stadt. Genau vor euch ist das Collserola-Gebirge. Ihr müsst euch vorstellen, in Barcelona gibt es auf der einen Seite das Meer, die Berge auf der anderen Seite und links und rechts jeweils einen Fluss. Deswegen kann sich Barcelona nicht beliebig ausdehnen. Die Running Tour führt aber auch zu den wichtigsten Wettkampfstätten der Olympischen Spiele 1992. Sie sehen ziemlich leer und verlassen aus, obwohl man hier immer noch Sport treibt. Aber das ist nicht das Wichtigste, sagt Joan. Er lobt nochmal Olympia. Es hat Barcelona verändert, aus der Stadt eine aufblühende Metropole gemacht. Dieser Ort hier erinnert uns aber auch an die Olympischen Spiele in München 1936 während des Naziregimes in Deutschland. Hier in Barcelona hatte man die Idee zu einer Gegenolympiade, um gegen die von den Nazis missbrauchten Spiele zu protestieren. Etwa 6.000 Athleten kamen hierher, um dabei zu sein. Dann aber brach der spanische Bürgerkrieg aus und viele Sportler entschieden sich, in Spanien zu bleiben. Anstatt zurück nach Hause zu kehren, kämpften sie mit den Republikanern gegen das Franco-Regime.
Eins ist klar, absoluter Laufanfänger sollte man bei dieser Tour nicht sein. Unterhalb von Montjuic liegt das Viertel El Raval, das an den alten Hafen und die Altstadt grenzt. Hier steht alt neben jung, runtergekommen neben rausgeputzt. Am MACBA, dem Museum für zeitgenössische Kunst, trifft sich die Skater-Szene. Barcelona ist in Europa Skateboardstadt Nummer 1, sagen die Experten. Es gibt ungewöhnlich viele Orte, die sich eignen und das Wetter ist eben immer schön. Profis kommen hier hin, drehen Videos, ein ganzer Lifestyle hat sich daraus entwickelt. Eine Straße weiter spürt man im Raval eine andere Stimmung. Weniger Action, so gut wie keine Touristen, viele unterschiedliche Nationalitäten und auch die ein oder andere dunkle Ecke. Als ich mich auf Barcelona vorbereitet habe, habe ich irgendwann diese Seite gefunden, Barcelonogy. Das ist ein Blog von Gabriela und mit vielen tollen Tipps über die Stadt, genau perfekt, um hier so die versteckten Ecken kennenzulernen. Und das Tolle bei den Bloggern ist ja, wenn man die anschreibt, die antworten sofort. Und jetzt kann ich die treffen. Andrea, encantada. Und sie hat mir angeboten, mir einige Ecken im Raval zu zeigen. Super nett. Schon nach 50 Metern wird mir klar, dass es ein Viertel voller Kontraste ist. Deswegen findet Gabriela es hier auch so spannend. Das hier, was ist das für ein Graffiti? Das ist von Keith Haring. Er wurde aufgefordert, ein Wandbild zu machen. Und er durfte sich die Wand dafür aussuchen. Er fand diese Gegend gut, wo die Wände vollgeschmiert waren, wo es Prostitution und Drogen gab. Das mochte er. Das Graffiti erzählt von AIDS, sicherem Sex und diesen Themen. Das ist Street Art. Richtig. Bis vor einigen Jahren war das Raval die verruchteste Gegend von Barcelona. Im Zuge der Olympischen Spiele wurde das Viertel saniert, die Kriminalität ist zurückgegangen. Aber man sollte hier noch ein bisschen mehr auf seine Taschen aufpassen als im übrigen Barcelona. Soll das eine Katze sein? Die Katze von Raval. Ganz schön fett. Ja, wie alle Skulpturen oder Malereien von Botero. Man weiß nicht genau, ob man sie schön oder hässlich finden soll. Die Menschen mögen sie. Sie hängen Sachen hier dran. Die Kinder klettern darauf und man macht Fotos. Für ihren Internetblog interviewt Gabriela interessante Menschen aus Kunst, Kultur und Wirtschaft, die was Besonderes in Barcelona machen. Damit hofft sie auch, sich persönlich ein Netzwerk aufzubauen, von dem sie vielleicht mal profitieren kann. Denn Gabriela hat es schwer, wie viele andere in ihrem Alter, in Barcelona Arbeit zu finden. Sag mal, seit Jahren geht Spanien nicht besonders gut. Was bedeutet die Krise für dich und deine Generation? Es ist wahr, dass meine Generation die erste seit Jahrzehnten ist, die ärmer ist als die eigenen Eltern. Diese Armut siehst du nicht auf den ersten Blick, weil wir die Unterstützung unserer Eltern haben und noch bei ihnen wohnen können. Oder andere Formen der Hilfe. Es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Deswegen erscheinen wir weniger arm, als wir es in Wirklichkeit sind. Und viele sind ja auch gegangen, oder? Ja, das stimmt. Viele in meinem Alter sind in andere europäische Länder gegangen oder sonst wohin auf der Welt. Wir sind eine verlorene Generation. Viele sind weit weg. Das ist irgendwie auch traurig für Barcelona, weil damit natürlich ganz viel Potenzial weg ist, von dem die Stadt jetzt nicht mehr profitieren kann. Fast 40% der unter 35-Jährigen in Spanien finden keinen Job. Wie Gabriela sind sie sehr gut ausgebildet, haben studiert und Fremdsprachen gelernt und hatten eigentlich große Pläne fürs Leben.
Von der Wirtschaftskrise merkt man nichts auf den Ramblas, der Flaniermeile Barcelonas, über die sich täglich mehr als 200.000 Menschen schieben. Hier treffen wir den Fotografen Marc Javier Coan. In seinem Buch Tourist Walk zeigt er mit seinen Fotos die unterschiedlichen Facetten des Tourismus. Ich kritisiere mit meiner Arbeit auf der Rambla, dass der Massentourismus inzwischen den öffentlichen Raum bestimmt. Ich denke, die Stadt wird ausgenutzt und nur wenige profitieren davon. Nur London, Paris und Berlin sind noch beliebter bei Städtereisen. Fast 8 Millionen Besucher kommen jedes Jahr. Die Flaniermeile im Zentrum leidet darunter. Die Ramblas sind aus dem Bewusstsein der Barcelonier verschwunden. Wir vermeiden es, hierher zu kommen. Warum? Weil das nicht mehr Barcelona ist. Alles ist ausschließlich auf den Tourismus ausgerichtet. Früher waren die Ramblas ein Ort zum Flanieren, ein Ort, wo das soziale Leben stattfand. Nicht nur auf den Ramblas hat Barcelona ein Massenproblem. Die Stadt mit ihren vielen kulturellen Highlights ist immer proppenvoll. Am Strand sieht das nicht anders aus. Inzwischen haben sich regelrechte Protestbewegungen gegen den Tourismus entwickelt. In den Stadtvierteln mahnen Plakate zur Ruhe. Wo ist die Seele von Born geblieben, heißt es auf diesem Transparent. Besonders kritisch sehen viele Einwohner die Vermietung von Apartments an Touristen. Dadurch steigen die Mieten auch für die Einheimischen, die schließlich deswegen wegziehen müssen. Die Stadt Barcelona steht vor einer Herausforderung, sagt Marc. Zwar bringen die Touristen Geld, wir möchten aber auch kein zweites Venedig werden. Wie man diese Entwicklung stoppen kann? Es wurde ein Moratorium für die Genehmigung von neuen Hotels für ein Jahr verhängt. Ich denke, dass Barcelona die Touristenzahlen runterschrauben muss, damit sich die Stadt erholen kann und wieder so interessant wird, wie sie eigentlich ist. Für die Barcelonier selbst, aber auch für die Besucher. Sie sollen hier schließlich eine gute Zeit haben und sich nicht ärgern. Durch den Massentourismus hat sich die Stadt komplett verändert. Und nur die Tourismuslobby und die Hotelbesitzer haben etwas davon. Bisher hat sich der Stadtrat nur darauf konzentriert, dass immer nur noch mehr Touristen kommen. Was wir aber wirklich brauchen, ist weniger von diesem Billigtourismus. Wenn die Qualität steigt, dann lassen die Menschen auch mehr Geld in der Stadt. Aber erstmal muss die Stadt zur Ruhe kommen. Und nun bin ich auch eine von den Touristinnen, die an die Plaza Real kommen, weil es hier so schön und immer was los ist. Bevor meine Reise zu Ende geht, möchte ich aber unbedingt noch mal ans Meer. Also ab nach La Barceloneta.
wenn im Sommer die Wellen nicht riesig sind, ist Surfen hier ein Thema. Gehört ein bisschen zum Lifestyle, wie das Skateboardfahren. Und für eine Runde Stand-Up-Paddling reichen die Wellen hier sowieso. An der Skulptur von Barceloneta trifft sich heute eine Gruppe, die eine besondere Tour macht. Es hat was mit Surfen zu tun. Florian erklärt, worum es geht. Wir sind Surf und Help, ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, den Surfsport mit Umwelt- und Sozialprojekten zu kombinieren. Speziell die Tour heute ist ein Beispiel für genau diese Kombination. Auf dieser speziellen Tour geht es also um Surfen und um nachhaltigen Tourismus. Die Teilnehmer sollen sich für ihr eigenes Handeln sensibilisieren. Denn jeder, der an diesem überfüllten Strand liegt, hinterlässt seine Spuren. Zum Beispiel in Form von Müll. Stand-Up-Paddling ist der erste Programmpunkt. Eigentlich ist es nicht so schwer, wenn man einige Tricks kennt und das mit dem Hinstellen klappt. Theoretisch also eine anfängerfreundliche Sportart. Nur wenn dann mal eine Welle kommt, liegt man doch schnell wieder im Wasser. Stand-Up-Paddling ist ein gutes Ganzkörpertraining, da jeder Muskel angespannt werden muss, um sich auf dem Brett zu halten. Es war super, aber ich bin schon mindestens 4-mal ins Wasser gefallen. Es ist schwerer, als ich gedacht hatte. In den Beinen kostet es ganz schön Kraft, das Gleichgewicht zu halten. Aber es macht echt Spaß. Nach der Stand-Up-Lektion folgt der besondere Teil der Tour. Also, jetzt geht's daran, den Strand in dieser Zone etwas aufzuräumen. Wir konzentrieren uns auf Zigarettenstummel. Diesen Sommer haben wir von Surf and Help eine Kampagne gestartet mit dem Ziel, 18.000 Kippen einzusammeln. Wir haben unser Ziel fast erreicht. Und nun brauchen wir euch. Vielleicht ist es erstmal etwas komisch, in seinem Urlaub freiwillig Kippen einzusammeln. Aber die Teilnehmer hier wissen, das schärft das Bewusstsein dafür, wie man sich selbst als Tourist verhält. Ein Problem, was wir halt immer wieder feststellen, ist, die Wahrnehmung von einer Zigarettenkippe ist, das macht nichts. Das ist ein bisschen Papier, das ist ein bisschen Karton und ist jetzt kein wirklicher Umweltfaktor. Realität ist, eine Zigarettenkippe ist eine Chemiebombe. Darüber hinaus haben wir halt einen sehr, sehr toxischen Filter, der in den meisten Zigaretten mit dabei ist. Der bricht dann auseinander in kleinste Mikroteile, die dann im Meer landen. Die Statistik sagt, eine Zigarettenkippe verschmutzt 50 Liter Wasser. Und wenn man diese Informationen ein bisschen mehr unter die Leute bekommt, dann ist es ein ganz kleiner Schritt, das sein Verhalten zu verändern. Und das ist halt noch so der nächste Schritt, den wir noch gehen müssen. Nach einer Viertelstunde ist eine 2-Liter-Flasche voll. Wenn man einmal aufmerksam drauf geworden ist, erschreckt man sich, wie viele Zigarettenstummel da im Sand liegen. Ich rauche hin und wieder auch mal eine und gerade am Strand abends schön entspannt. Ich wusste schon immer, es ist irgendwie nicht so geil, seine Zigarettenstummel hier zu lassen, aber dass es echt so viele sind und dass es auch das Wasser so verschmutzt, wusste ich einfach nicht. Also ich finde es total gut als, ja, einfach um die Aufmerksamkeit auf das Thema zu bekommen. Als ich dann hier durch die Gassen von Barceloneta schlendere, fällt mir ein, was Marc, der Fotograf, gesagt hatte. Wenn in einer Gegend viele Touristen Apartments anmieten, wirkt sich das negativ auf den Mietspiegel aus. Auf Barceloneta, das direkt am Meer liegt, trifft das besonders zu. Da gibt es ein bisschen Ärger. Hier die Plakate da oben. Bienvenido turista, el alquiler de apartamentos turísticos en este barrio destruye el tejido soziokultural. Also herzlich willkommen, lieber Tourist. Wenn du hier ein Apartment mietest, zerstörst du das soziokulturelle Leben in diesem Stadtteil. Weiter unten steht dann,
Aber mach dir nichts draus, mach's dir nett hier, genieß deinen Aufenthalt. Also schon ein kleiner Anschiss. Es ist in Barcelona insgesamt gerade so ein bisschen die Stimmung so, dass sie finden, es sind zu viele Touristen hier. Und hier in diesem Stadtteil geht es offenbar so weit, dass die Leute hier nicht mehr ihre eigenen Mieten bezahlen können. Ne? Ja, und daneben, man zeigt Fahne, die Barrio-Stadtteilfahne von La Barceloneta. Wir bleiben trotzdem hier, oder? Orte wie die Bar Electricidad machen den Reiz von Barceloneta aus. Hier geht es noch zu wie früher. Die Tapas-Bar gibt es jetzt schon seit über 100 Jahren. Damals saßen Fischer zum Frühschoppen hier. Jetzt ist es eher ein bunt gemischtes Publikum, immer noch mit vielen Einheimischen. Und ich muss sagen, so muss eine spanische Tapas-Bar sein. Laut, voll und lecker. Wermut gibt's natürlich auch. Der wird stilecht in Plastikflaschen gefüllt. Man isst frische Meeresfrüchte, Tortilla und alles, was das Tapas-Herz begehrt. In einem kleinen Lädchen am Markt suche ich noch nach einem letzten Geschenk für den Rucksack. Hier gibt's schöne Sachen, die alle Bezug zum Meer und Strand haben. Es wird nicht der Hut, sondern ein Handtuch für den Strand. Das ist doch schön. Meine 4 Tage in Barcelona gehen zu Ende. Und mich hat diese Metropole am Meer wieder mal gepackt. Ich kann mich nur schwer trennen von dieser traumhaften Stadt und den Menschen mit diesem besonderen Lebensgefühl. Adeu, adios und tschüss. Und wo geht Ihre nächste Reise hin? Schreiben Sie es gerne mal in die Kommentare. Und für noch mehr Inspiration einfach unseren Reisekanal abonnieren. Aber wichtig, die Glocke betätigen, denn sonst bekommen Sie keine Nachrichten, wenn wir neue Videos posten. Danke fürs Zuschauen.